My name is Adam Wolfe. I'm a detective of the supernatural. 2 years ago, my sister Allie went missing. I've been looking for her ever since. Each case I solve brings me one step closer to finding her. This is my story. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist Adam Wolfe, sowohl das Spiel als auch der Typ. Und man erkennt an den Animationen schon, glaube ich, was für ein Genre das ist. Und ich habe einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass es tatsächlich mal nicht ein unfassbar schreckliches Wimmelbildspiel wird, sondern irgendwas, was so ein bisschen cooler ist. Ich weiß nicht, ich hege die Hoffnung. Lassen wir uns mal überraschen. Die Musik im Hintergrund erinnert mich schon total an Max Payne. Der Typ erinnert mich total an Max Payne. Mal gucken, ich glaube, es wird deutlich weniger geschossen. Das ist ja schließlich ein Wimmelbildspiel. Und was ich schon mal ganz fetzig finde, ist, man kann seinen Schwierigkeitsgrad selber einstellen. Und zwar mit den Optionen, wie man das halt so haben möchte. Und zwar hat man sonst hier halt schwer, keine Markierungen, Tipps und Überspringen sind deaktiviert, keine Hinweise auf der Karte und so weiter und so weiter. Und ich hätte halt, und beziehungsweise, ne, das ist mir halt schon keine Hinweise auf der Karte. Ich hätte schon immer ganz gern irgendwie Tipps auf der Map, wo ich weitermachen muss, wenigstens, damit ich halt ungefähr eine Ahnung habe, wo ich hin muss. So, das finde ich halt schon ganz okay. So, Wimmelbilder sind markiert, Tipps und Überspringen brauche ich halt alles gar nicht. Schnelles Klicken, Wimmelbestrafe ist mir halt völlig egal. Und man kann das hier quasi selber einstellen. Ich würde jetzt einfach mal aktive Bereiche sind markiert anmachen. Dann können die Tipp-Aufladezeit auf bis zu... Ja, okay, nein, komm. Tipps und Spiele überspringen lassen wir mal aus. Markierung auf Wimmelbildern, nein, auf gar keinen Fall. Strafe für zu schnelles Klicken, meinetwegen auch das. Soll mir recht sein. Aktive Ziele. Ne, aktive Bereiche will ich gar nicht. Ich möchte aktive Ziele auf der Karte anzeigen. Genau das möchte ich haben. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ja, genau. Das finde ich so ganz fancy. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich habe außer dem Intro und dem Menü hier noch gar nichts gesehen. Es gibt 4 Episoden. Ich habe gleich das komplette Pack gekauft. War im Angebot. Ich würde sagen, wir starten einfach mal im ersten Kapitel, oder? Die alte Flamme. Ich bin einfach noch... Ich habe ein bisschen Bock drauf. Sieht alles ganz fancy aus soweit. Ich bin immer sehr, sehr gespannt, was das hier gibt. Oh, zur Info, ich bin übrigens mal nicht im Livestream, sondern nehme das nur für mich auf. Episode 1. Die alte Flamme. For a couple weeks now, the city's been plagued by strange fire breakouts. The stories all over the news. Geht das automatisch weiter oder muss ich klicken? But what's missing from the news is that there are people disappearing with each new fire breakout. SFPD is keeping this info under wraps. Okay, es ist einfach... An old buddy of mine from the force, Marv, asked me to help him out with this case. Es ist halt so Max Payne. Es ist halt vom ganzen Grafikstil, von der Aufmachung. Es I ist so Max managed to Payne. identify one of the perps causing the fires. I ended up chasing this pyromaniac through the streets. I chased the killer into a dead-end street. He had nowhere to go. Möchtest du ein interaktives Tutorial? Nur Spezialfunktionen, ich glaube, das reicht mir. Neue Aufgabe, der Brandstifter, okay.
Wir gehen also erstmal vorwärts. Wir haben eine Pistole. Holy shit. Es gibt keinen Grund für eine Nahansicht. Alles, was ich brauche, ist direkt vor mir. Holy shit. Missed me by the skin of my teeth. No more pulling punches. 6 Patronen. Mehr als genug, um damit alles aufzuhalten, was sich bewegt. Ist das... Nein, ich möchte das Tutorial nicht abbrechen. Okay. There he goes. Okay. Er hat diesen Mann lebendig verbrannt. Ich muss ihn aufhalten. Ein Müllhaufen. Okay, da kommen wir wahrscheinlich runter. Das ist das letzte Opfer dieses Irren. Verbrannt. Kann ich... Ich hätte fast erwartet, dass das hier so ein... dass der Müllhaufen direkt ein Wimmelbild wird, aber offenbar nicht. Okay. Ich gehe nicht zurück, bis ich diesen Irren gefangen habe. Okay, dann gehen wir mal in die Kanalisation. Das ist ja... Ew. Yuck. Which way did he go? Ich würde ja sagen, er ist links gegangen. Kein Grund für eine Nahansicht, okay. Durch die Scheiße zu den Sternen. Oder so. Das ist schleimig. Geht. Ich würde ja fast sagen, da Pyro ist, verabscheut er Wasser tendenziell und geht deswegen eher links lang. Weil hier weniger Wasser ist. Eine Sackgasse. Ach ja, ist ja überhaupt nicht danach raus. Okay, ich kann hier exakt nichts machen. Ja gut, dann... da kommt Licht her. Wie kann das eine Sackgasse sein? Uff. Oh, wenn ich doch bloß meinen Geruchssinn ausschalten könnte. Eine Sackgasse. Okay. Dann gehen wir also nochmal rechts. Au. Ah, beste Animation. Three tunnels. But which one? Ach komm schon, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit hier Tunnel durchsuchen, oder? Tuch, okay. Das ist alles, was wir da brauchten. Was haben wir denn hier? Verrostetes Rohr. Kann ich Sachen im Inventar kombinieren? Nee, offenbar nicht. Okay. Am liebsten würde ich jetzt mal frische Luft schnappen, aber ich habe einen Job zu erledigen. Tja. Nichts weist darauf hin, dass der Mörder hier durchgegangen ist. Eine alte Eisentür, nicht sonderlich stabil, allerdings auch nicht morsch. Nichts weist darauf hin, dass der Mörder hier durchgegangen ist. Ja, wie sollte er auch? Das Ventilrad ist zu heiß, müssen wir... Okay, dafür haben wir aber das Tuch. Whoa! There he is. Okay. Oh, der Geruch ist grauenhaft. Ah. Okay. Geradeaus, links, wir probieren es mal links. Eine Sackgasse.
Der wird aber wahrscheinlich nicht durch sein, wenn der zu ist, oder? I hate closed spaces. Gut, dass es aufgehört hat. Macht das Ding hier durchzugehen? Ich meine, er wird ja wohl kaum da durch. Aber okay. The pact is broken. Everything will burn. Ich kann halt voll nichts machen. Ist auch schön, dass ich halt dann... Ha! Dafür, dass ich eigentlich ein Tutorial kriegen sollte, jetzt halt gar kein Tutorial bekommen habe. As the burning monster fell to the ground, I had this gut feeling I just couldn't shake. This guy was a mere pawn. Keine Überlebenden. Sie sind alle verbrannt. He was behind the fires, all right. But who was behind him? What the hell? This is not over. All will burn. Ach ja, schrei mich nicht so an. Meine Güte, das kann ich auch. What the hell was that thing? What's that? It's a cot. I should call Marv and fill him in. Ich sollte Marv anrufen, okay. Ihn darüber ins Bild setzen. Telefon. Während des Spiels kannst du manchmal ein Telefon verwenden, um Anrufe zu tätigen und andere Aufgaben abzuschließen. Nein. Das ist Marv? Adam, what's the status? I got him. Whatever that guy was, he was no ordinary human. I guessed as much. That's why we called you in on this one. Supernatural is your thing. I'll send a team to your location to set up the scene. Go home, Adam. You did good. Okay, wir gehen nach Hause und gucken nicht weiter nach. Marv was pleased. Me? Couldn't shake off the feeling that the fat has hit the fire. There was nothing more I could do that night. It was time to go home. Sleep would bring me little comfort. I knew the nightmare that was waiting for me all too well. Same as every night. And there she was. My sister Allie. And her disappearance, which keeps haunting me. In my dreams, I'm reaching out to her. She always slips through my fingers. Something wasn't right. Things were not where I left them last night. I had a visitor while I was asleep. A visitor who left clues. Manchmal ist die Nahansicht nötig, um das zu finden, wonach du suchst. Okay. Der Stuhl wurde bewegt. Eine matschige Schuhspur. Schirm. Der war zuvor nicht auf dem Boden. Hier ist eine kaum zu sehende Schuhspur. Nicht die Krähe? Tür. Sie ist jetzt offen und da ist eine matschige Schuhspur. Den Schrank hatte ich abgeschlossen. Da ist eine matschige Schuhspur.
Okay, was mache ich jetzt? Muss ich das jetzt in die richtige Reihenfolge bringen? Ist das der Gag an der Sache? Die Spuren zeigen, dass jemand in meinem Schrank herumgewühlt hat. Hat er etwas gestohlen? Ich sollte das überprüfen. Nothing seems out of the ordinary here. I'm sure the thief tampered with this area. Den Blickwinkel ändern, okay. Well, my visitor left a package for me, hidden behind the drawer. The moment I held it in my hands, I simply knew. This will change everything. Okay. UV-Lampe, okay. Verpackung. Können wir das Ding auspacken? A watch. Why would someone leave me a watch? Time is not set. Und ein interessantes Symbol drauf. It's a strange symbol. There's Als some hätte marks ich's on the gewusst. paper. Auf dem Papier sind Zeichen? Echt? Ich sehe keine. Ohne Witz, ich sehe keine. Ich kann aber auch nichts machen. Okay. Was haben wir denn hier so? Ein Stift. Vielleicht können wir damit über das Papier schraffieren. Fingerabdruckset. Auch genannt Stempelkissen. Das ist mein Rabe, Hubris. Moment, du hast einen Raben als Haustier? Lauter Unrat, den ich immer noch nicht ausgepackt habe, seit ich hier eingezogen bin. Vor mehr als 7 Monaten. Meine Tafel. Sie ist sehr praktisch zum Anordnen von Hinweisen und Informationen, wenn ich an einem Fall arbeite. Diverse Andenken. Meine Gitarre. Wenn ich sie spiele, kann ich mich entspannen. Okay. Dann... Warum ist denn hier so ein Minus? Achso, das ist einfach nur, weil wir... Fancy. Im Set fehlt die UV-Lampe. Wo habe ich sie bloß hingesteckt? Hier. Genau hier. So. Ha. 9, 2, 4, 320. 7. On the wrapping paper that came with the watch. This can't be a coincidence. Dies ist nicht nur eine gewöhnliche Uhr. Ihre Fähigkeiten werden sich im Spiel als nützlich erweisen. Also, Moment. What in the name of... That was intense. I saw the past. 320. The visitor. He left something on my board. Allie, my sister. This is where I kept track of her case. All these years and still not any closer to finding her. Während meiner Untersuchung konnte ich diverse Informationsschnipsel sammeln.
Ich denke, der hat hier was hinterlassen. Ach, das Ding ist okay. Oder? That's the last picture of Allie and me, before she disappeared. Ja, vielleicht auch nicht. A photo of her apartment, the way I found it after she went missing. Das hast du seit Monaten da nicht angepinnt? Warum What's nicht? this? I know this file like the back of my hand, and this wasn't here before. Someone left a message for me. Zakat. That name rings a bell. Zakat Gallery. First that pyromaniac, now this. This place was definitely worth paying a visit. But first things first. The visitor had to have left fingerprints on the paper. Ach so, auf dem Papier, nicht auf dem Umschlag. Okay. Also erstmal Forensikpulver drüber. Dann leuchten wir mal. Gotcha. I'll take a photo of it and send it to Marv. He can run it through the database. Hey, Marv, I got a favor to ask. I just sent you a partial fingerprint. Can you run it through your database? Sure, but it'll take some time. Any suspects we should focus on? Nah, I got no idea who might belong to, but just run it against everything you've got. Okay. I'll send it to forensics and call you when I have something. While Marv works his magic, I'm off to investigate this gallery. No rest for the wicked. Okay, das Messer nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das Skalpell, naja, es ist ja auch mehr so ein Teppichmesser, aber ist schon okay. Wird man Untersucher? Ja, okay, das wissen wir ja. Gut, dann... Navigieren. Reise mit deiner Kartenapplikation schneller als je zuvor. Ja, okay. Nein, ach, das ist überspringen. Ich denke mal, das ist weiter. Ja, okay. Okay, Eingang zur Zakat-Galerie.